Okay, heute sind wir nicht in meinem Eisenbahnraum, sondern wir sind bei Philipp in der Nähe von Basel und er baut eine ganz große BLS-Anlage. Philipp, wie ist die BLS-Leidenschaft entstanden? Ja, das ist so im Urlaub entstanden. Ich war schon früher immer am Lötschberg in Kandersteg zum Wandern oder an der Südrampe zum Wandern und habe da halt diese imposanten Bauwerke gesehen, die Brücken, die Tunnels und die langen Güterzüge, und das hat mich dann fasziniert und da habe ich entschlossen, das muss ich irgendwie nachbauen, so gut es geht. Wie groß ist die Anlage? Die Anlage ist 50 Quadratmeter, also der Raum, und die Anlage ein bisschen kleiner. Ein paar Quadratmeter ist noch für einen Tisch, Arbeitstisch, aber ja, ich schätze etwa 45 Quadratmeter. Wie viele Schienen sind drauf? Ja, ich habe es nicht gezählt. Man kann es zwar im Windtrack irgendwie nachschauen, ist aber nicht hundertprozentig, stimmt nicht hundertprozentig. Es sind sicher über 1 Kilometer Gleis. Es sind 250 Weichen, die verbaut sind. Und es sind etwa 280 Blockabschnitte. Was ist so die Steigung auf der Anlage? Ja, die Steigung ist eigentlich realistisch. Ich habe in den größten Steigungen 26 Promille auf dem Innengeleise. Somit stimmt das eigentlich dem Vorbild sehr nahe. Nur haben natürlich die Modellbahnloks nicht so viel Power. Das heißt, so lange Züge kann man dann natürlich nicht fahren mit dieser Steigung. Wie lange hast du jetzt gebaut? Ja, ich hatte etwa 5 Jahre geplant und jetzt seit 8 Jahren bin ich am Bau. Auch mit Unterbrüchen. Man hat immer wieder auch eine Krise, da hat man keine Lust und da hat man wieder einen riesen Reißen, da ist man wieder nur im Keller, bis die Frau wieder die rote Karte gibt. Von dem her, ja, mit Unterbrüchen 8 Jahre. Was für ein System fährst du? Ja, es ist ein Dreileitersystem, also Basis Märklin. Würde ich heute nicht mehr machen, weil halt das Gleissystem nicht so schön ist Ja. wie bei den Zweileitern. Aber ja, das funktioniert recht gut, und für die Schmalspurbahn, die MGB, habe ich das BEMO-Gleissystem gewählt. Was brauchst du für die Steuerung? Die Steuerung mache ich mit dem Train-Controller. Es ist so, ich habe für den Märklin-Teil habe ich eine CS3 mit 15 Boostern. Ich habe für die Magnetartikel habe ich eine Ecos, und auch für die BEMO auch noch mit 2 Boostern. Und für die Rückmelder arbeite ich mit Litwinski, die direkt dann in den PC gemeldet werden. Das heißt, die Rückmelder gehen nicht über die Steuerung. Es gab noch eine Geschichte, früher gingen deine Magnetartikel auch über die Märklin und dann gab es einen Grund. Ja, ich hatte damals noch eine CS2 und die war natürlich schon bei der halben Anlage mit der Menge überfordert. Das sind ja uralte Linux-Prozessoren waren da drin, und dann hatte ich ein Ressourcenproblem, das heißt, die Weichen schalteten zu langsam. Die Züge fuhren weg, als die Weichenstraße noch nicht komplett gestellt war. Laut Train-Controller schon, aber laut effektiver Central Station eben nicht. Das war so unschön, wegen dem habe ich das dann komplett getrennt, weil bei der BEMO, die ja mit der Ecos läuft, habe ich ja maximal etwa 30 Züge, die fahren, und bei der Märklin sind es dann über 200. Das heißt, ich habe da die Ressourcen ein bisschen abgewogen. Und du hast auch spezielle Signale? Ja, die Signale sind durch der Traum. Nicht günstig, aber die sind vom Microscale, vom Hans-Peter Hoffmann. Der macht die da in Gelterkind, baut die zusammen. Die Signale sind alle nach Originalbildern gemacht. Das heißt, ich habe die Signalbrücken an den entsprechenden Stellen fotografiert, habe die Fotos mit den Maßen für die Anschlussdrähte, so habe ich dem Hans-Peter geschickt, und er hat die eigentlich genauso gefertigt, inklusive den Bezeichnungen. Und du hast auch noch spezielle Weichen und Kreuzungen? Ja, es ist halt so, beim Märklin K-System bin ich nicht so happy mit den Doppelkreuzungsweichen, weil die sind doch für Langsamfahrten oder Rangierfahrten nicht sehr gut geeignet. Da habe ich die vom Weichen Walter beschafft. Ich habe 5 im Einsatz, 4 in Brieg, wobei 3 gerade hintereinander, und noch eine in Blause Mitholz. Die gibt es ja heute nicht mehr, wurde seit vor 5 Jahren ausmontiert, aber ich habe die drin gelassen. Die sind recht kompliziert. Die haben 10 Polarisierungsanschlüsse. Das heißt, ich habe einen Hotfrocker dabei, der die Signale eigentlich untersucht, auf welche Spannung er schalten soll. Das ist noch kompliziert, aber es funktioniert recht gut. Und dann habe ich noch ein paar Bogenweichen, ebenfalls vom Weichen Walter, so R4, R5, wo es ja vom Märklin noch keine gibt.
Was für Log-Decoder verwendest du? Ja, wo es geht, eigentlich nur ESU. Also ich habe überall, wo ich Log-Decoder rausnehme, also Pico-Logs zum Beispiel, mache ich überall einen ESU-Decoder rein, V4 in der Regel mit MFX. Und wo es halt nicht geht, bei gewissen Logs muss ich halt den Decoder drin lassen, aber eigentlich überall möglichst viele ESU-Decoder. Du fährst nur mit MFX oder auch DCC? Nein, ich fahre auch DCC, also es kommt ein bisschen darauf an. Ich habe alle Vectrons von Pico fahren mit MFX und alle BR186, 185, die fahren mit DCC. Sind das alle deine Lokomotiven und Züge oder gibt es so eine versteckte Sammlung? Ja, also es gibt noch einen Nebenraum, da sind noch etwa 150 Loks mindestens und noch etwa 100 Züge. Ja. Und dann habe ich noch im Büro oben habe ich noch Material und ja, und eben unter den Gleisen liegt noch Material. Also ich müsste die Anlage verdoppeln fast, wenn ich alles fahren lassen würde. Wie sieht so die Zukunft aus mit dem Bau? Ja, ich habe jetzt vor ein paar Wochen eigentlich die Gleisverlegung abgeschlossen und werde das nächstes Jahr mit der Landschaft beginnen. Also erst sicher die Tunnelportale und dann von den Portalen aus eigentlich dann die Berge gestalten. Auch wieder ähnlich wie im Vorbild, sofern das geht in diesen Platzverhältnissen. Ja. Und wie lange schätzt du, wird das noch brauchen, bis es fertig ist? Ja, ich sag mal 10, 15 Jahre, wahrscheinlich solange ich lebe. Und es ist halt ein Lebenswerk, so eine Anlage, und ich denke, das wird dann nie ganz fertig sein. Schon nur fürs Schottern werde ich wahrscheinlich mehrere Jahre benötigen. Oberleitung wird dann auch noch kommen, das wird auch massive Arbeit geben, und dann natürlich die Berge an sich. Okay, vielleicht kommen wir ja mal wieder und dann können wir den Fortschritt bestaunen. Ja, sicher, würde mich freuen. Okay, vielen Dank. Bitte, tschüss. Ja.